Hallo Lothar, genau. Wir dürfen hier jetzt mit dem Lothar Lauer sprechen. Lothar, du berichtest über eine Hochzivilisation, die im Inneren der Erde lebt. Wie kann man sich diese Zivilisation vorstellen und wie kann man den Zugang dahin finden? Ja, Also, ja. Ja, danke für die Möglichkeit, das Thema mal kurz zu erläutern. Also, es gibt nicht nur eine Zivilisation. Auf der Erdoberfläche haben wir ja auch mehrere Völker, ja, die mit durchaus individuellen kulturellen Merkmalen versehen sind, die auch aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also es sind ja auch ähm, Starseeds, also Wesen von anderen Planeten hier auf der Erde gelandet. Ne? Also, die machen ja auch die Unterschiede aus zwischen den Chinesen und den Russen. Da sieht man ja, dass das genetische unterschiedliche Herkünfte sind. Ja? Und in der inneren Erde gibt es also etwa, naja, acht größere Zivilisationen. Es gibt natürlich auch kleinere Gruppen, die man nicht unbedingt als Zivilisation bezeichnen kann. Aber so die größeren, ich hatte es auch in meinem Vortrag erwähnt, das sind zum Beispiel die alten Wikinger, die im 14. Jahrhundert von der Erdoberfläche aus verschiedenen Gründen auch die ihre angestammte Heimat verlassen haben. Da gab es dann irgendwelche Klimakatastrophen, Hungersnöte und so weiter. Die auch im wissen, Inneren die dann? sind, die sind jetzt im Inneren, ja. Die haben ich habe auch die Karte gezeigt, einen Kontinent Old Viking für die Old Vikings, also für am 14. Jahrhundert. Die haben natürlich auch entsprechende Fähigkeiten, die der inneren Erde entsprechend entwickelt, also auch technologische Fähigkeiten, spirituelle Fähigkeiten, weil sie auch in dieser hohen Atmosphäre natürlich sich schneller entwickeln können. Da gibt es auch keine Kriege, da gibt es keine Streitigkeiten und das Leben wird verlängert. Also haben sie ein sehr hohes Entwicklungspotenzial. Und die alten Wikinger, wir stellen die uns als so raue Burschen vor, die haben in der inneren Erde auch Flugscheiben, ja, und Oh. die sind die Hüter der inneren Sonne. Zum Beispiel, wenn da jemand zu nahe kommt oder irgendwie da bestimmte Bereiche überschreitet, dann melden die sich, ja. Mhm. Und dann gibt es die Botländer zum Beispiel, die kommen ursprünglich aus der Antarktis, als die Antarktis noch nicht schneebedeckt war. Die sind vor 30.000 Jahren dort weggegangen, zwangsläufig, sind über Persien, also heutige Iran, dann auch in die innere Erde gekommen. Die haben auch einen eigenen Kontinent. Und das ist so typisch. Die Völker, die nach innen kommen, bekommen jeweils von der Zentralregierung oder besser gesagt Zentralverwaltung einen eigenen Kontinent zugewiesen. Ja? Die können also unter sich bleiben, ihre kulturellen Eigenarten auch mitbringen, auch weiterentwickeln. Die haben auch ihren eigenen architektonischen Baustil für ihre Häuser aber sie haben natürlich auch Kontakt mit anderen Zivilisationen. Also das ist so harmonisch, dass es keinen Grund gibt, irgendwie Streitigkeiten auszuleben oder so können sich die Völker am besten entwickeln. Ja? Naja, und dann gibt es dann die Ariane zum Beispiel, die der Admiral Byrd erwähnt, in der Nähe des Südpols, mit denen er Kontakt hatte, sehr hochentwickelt. Und das ist vielleicht da, findet man auch da die Gespräche, die Admiral Byrd mit ihnen geführt hat, wieder. Auch ein sehr weises Volk. Und ja, dann gibt es die Anschar, das ist ein ganz interessantes Volk. Da kommen wir in das Thema Zeitreisen hinein, weil das Oh. ist ein Volk, das wir Menschen gewissermaßen in der Zukunft sind. Ich kann nicht sagen sein werden, sondern Mhm. bereits sind. Das ist ja parallel, das läuft ja alles parallel. Weil alle Zeitlinien quasi eigentlich auch gleichzeitig parallel Genau, ablaufen. und die sind jetzt Mhm. aber zurückgekommen in die Mhm. Vergangenheit oder in unsere Gegenwart, um bestimmte ähm, karmische Ursachen, die sie früher mal hier auf der Erde erzeugt haben, auch zu bereinigen. Ja, die haben also Mhm. gemerkt, ihre Zivilisation in der Zukunft geht nicht weiter, weil sie irgendwelche Blockaden im Volk hatten und karmische Ursachen, die sie an der Weiterentwicklung gehindert haben. Die Mhm. sind dann zurückgekommen, leben also unterhalb der Antarktis,
Und da gibt es also sehr schöne Beispiele. Auch Corey Goode, also der Whistleblower aus den USA, hatte mit ihnen Kontakt und also eines auch sehr schöne Menschen, weiß gekleidet und so hellhäutig. Ja, das sind die alle. Stelle ich mir gerade so wie so Elfen oder irgendwas. Ja, ja, ja. So, der hatte also Kontakt mit einer Priesterin Kari oder Kare mit Doppel-E. Mhm. Ja, also das ist immer wieder erhebend auch dann diese Gespräche und diese Kontakte dann zu erleben. Ja, und die haben auch dann zum Beispiel bestimmte Artefakte aus früheren Zeiten, aus der Zeit, als die Antarktis noch ein Teil von Atlantis war, also auch Ah. ohne Eisbedeckung war. Und Mhm. die haben natürlich auch entsprechende Artefakte hinterlassen. Und als Schutz vor dem Zugriff der Amerikaner haben diese Anschar diese zum Beispiel alte Bibliotheken, die jetzt noch von den Amerikanern nicht entdeckt waren, dann ausgeräumt und für die Menschheit aufbewahrt. Ja? Weil die Amerikaner, wenn die irgendwo da was finden, das wird natürlich sofort kassiert und für die eigene Ausbeutung dann eben verschwindet dann und Mhm. ist nicht für die Menschheit nicht mehr zugänglich. Naja, es gibt auch Zwergenvölker und Ah. ähm, bei dem Video von der Silvia Soyodaya, da wurde auch ein Volk erwähnt, das ich bisher noch nicht kannte. Ich kann es nicht Ausdruck, Autonokari oder so ähnlich, Mhm. ja. Und die also aus der Zeit von Atlantis in die innere Erde gekommen sind, weil sie auf der Erde keine lebenswürdigen Bedingungen mehr vorgefunden haben, ja. Mhm. Na, also, und die Inkas, die Mayas sind alle verschwunden und unsere Wissenschaft weiß nicht, wohin sie geblieben Mhm. sind, ja. Und die sind heute in der inneren Erde. Haben wir entsprechende Belege auch dafür. Die Maya, es gibt eine Maya-Siedlung in der Nähe von Shambhala, von der Verwaltungshauptstadt der inneren Erde. Da haben die ihre eigene Siedlung. Ich glaube, Utklaha heißt diese Siedlung. Und da haben sie also auch ihre Kultur gewissermaßen Mhm. mitgebracht. Ne? Und könnte ich jetzt dann zu dieser nach Shambhala gehen, um mich da anzumelden, dass ich auch da hin könnte? Ist sowas möglich? Oder was müsste man Nur, dafür tun? nur theoretisch. Also generell Mhm. haben wir in der inneren Erde natürlich einen riesen Schwingungsunterschied, ja, von der Mhm. dritten zur fünften Dimension, wobei die Menschen, die Körper sind doch zum großen Teil in der dritten Dimension. Die Menschen sind also anfassbar. Mhm. Und wenn es mal eine Begehung geben wird, und die wird es geben, dann sind die für uns sichtbar. Ansonsten wäre ja da keine Kommunikation möglich, weil sie einfach Mhm. unsichtbar wären in der fünften Dimension. Ja? Ah. Und also generell, wenn ich nach Eingängen gefragt werde, sage ich, Leute, das ist nicht so einfach. Was ich dazu auch dachte, zu dem Eingang, weil du sagst ja, das ist eine Welt in dem Inneren der Erde. Und man sagt ja auch immer, zum Beispiel durch Meditation, dass man nicht im Außen schauen soll, sondern im Inneren. Vielleicht ist der Zugang ja gar nicht so außen, sondern er ist dann eben durchs Innere. Sehr gut. Das war ein gutes Argument. Ich sage auch den Menschen immer, die nach Eingängen fragen, die Reise in die innere Erde beginnt hier im Herzen. Mhm. Ja? Ja. Das ist das ist der Ausgangspunkt und dann wird auch die Motivation ein bisschen liebevoller, ein bisschen äh, selbstloser, weil die meisten Menschen fragen, hallo, wo sind die Eingänge? Die, Ich antworte dann nicht oder nur sehr vage, weil dann spüre ich schon, die Motivation stimmt nicht. Das Mhm. sind dann Abenteurer. Was man ja auch vollkommen verstehen kann. Ja, gut, Ist ja auch super Neugierde interessant. ist ja eine Mhm. menschliche Mhm. Eigenschaft, ja. Mhm. Aber solche Menschen sind in der inneren Erde nicht gewünscht, weil die dann Mhm. natürlich auch fragen, ja, ihr habt ja so tolle Bodenschätze und so viel Gold, Mhm. da will ich mir doch mal den Rucksack voll machen und so weiter. Das wäre dann die Konsequenz. Also, es kommen in die innere Erde Menschen mit reinem Herzen, mit guten Motivationen und vor allen Dingen dann, wenn sie eingeladen werden. So, Mhm. dass man einfach irgendwo an die Tür klopft und sagt, hoppla, hier bin ich, was habt ihr mir zu bieten? Das gibt es da nicht. Ne? Mhm. Ähm, Es ist auch verständlich, weil die Wesen der inneren Erde
wollen und müssen sich auch schützen gegen diesen Zugriff von Menschen, die einfach nur erobern wollen, die ausbeuten wollen und die im Grunde nur von Ego-Interessen gesteuert sind. Ja. Das passt einfach nicht in diese innere Welt. Ja. Ja, sehr schön. Ja, also das ist ein wunderbares Thema. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ihr habt ja auch nicht so viel Zeit. Aber Ja, ist gut, wirklich sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du dir gerne, die Zeit genommen hast. gerne, Und gerne. Gerne. Und vielleicht kann man das auch mal ausführlicher machen. Ich habe ja im YouTube-Kanal eine ganze Menge Interviews, immer mit verschiedenen Facetten und Aspekten. Und wir haben auch da so eine kleine Serie mal gemacht. Da sind wir jetzt bei Teil 8, ja, mittlerweile. Zum Beispiel über die Ernährung der inneren Erde, womit beschäftigen sie sich, wie leben sie, wie sehen ihre Häuser aus, wie erziehen sie ihre Kinder, wie sieht es aus mit Gesundheitswesen, mit Heilung und vielen Dingen ja auch. Ne? ja, super spannend. Also können wir gerne noch mal drauf eingehen. Gerne. Dankeschön, ja, hat mich Vielen lieben gefreut. Dank. Ich auch. Sophia, Dankeschön, Luther. lieb.